Ein Bullhorn Lip Lift gibt es schon Ewigkeiten, schon seit so vielen Jahren, und wir verwenden ein Bullhorn Lip Lift immer dann, wenn die Oberlippe zu lang ist. Das bedeutet, wir haben eine zu lange Oberlippe hier, sodass zum Beispiel die vorderen Zähne nicht mehr sichtbar sind, dass die Lippe zum Beispiel auch stört beim Sprechen, wenn der Muskel auch nachgegeben hat, kann man ein Stück Haut unter der Nase hier in so einer Art Bullhornform, die so aussieht wie so eine Hornform, nimmt man Haut raus und kann dadurch die Lippe anheben. Das ist jetzt auch durch soziale Medien bei jungen Leuten sehr modern geworden, um ihre Lippen ein bisschen voller zu bekommen und die Oberlippe nach außen zu wölben. Man darf bei diesem Eingriff nie vergessen, wenn man sehr jung ist und wenn man hier eine Narbe bekommt, kann die natürlich auch bei einer reinen Haut, die nicht sehr durch kleine Fältchen oder Pigmentstörungen schon der Alterszeichen sichtbar sind, kann die Narbe auch auffällig werden. Man muss sich bei der Indikation eines Bullhorn Lip Lifts sehr im Klaren sein, was erreiche ich dadurch? Ist es wirklich eine Indikation? Ist meine Oberlippe zu lang? Oder möchte ich nur erreichen, dass meine Oberlippe sich nach außen dreht? Ansonsten ist das ein sehr dankbarer Eingriff, den führt man in örtlicher Betäubung durch. Das heißt, die Patienten kommen und gehen am selben Tag. Der Eingriff dauert circa ein bis 2 Stunden mit allem Drum und Dran. Man kann danach im Aufwachraum sich noch etwas ausruhen. Man kann mit auflösbaren Fäden nähen. Wir verwenden meistens Fäden, die man so circa nach 10 bis 14 Tagen entfernt. Man braucht auch keine großen Verbände, man bekommt hautfarbene Pflaster und man muss danach auch nicht großartig aufpassen. Man darf nur nicht schwimmen gehen oder Gesichtsmassagen, und man sollte mal für 4 bis 6 Wochen einen Zahnarztbesuch vermeiden. Wir führen das Bullhorn Lip Lift hauptsächlich dann durch, wenn die Oberlippe definitiv zu lang ist. Nicht um jetzt die Lippen nur anzuheben, weil es kann auch ästhetisch störend sein, wenn die Oberlippe dann zu kurz ist. Das ist alles in Studien erwiesen, was ist ästhetisch in einem Gesicht, und auf das müssen wir Augenmerk legen, dass das Gesicht natürlich bleibt und dass wir nicht unnatürliche Gesichter erzeugen. Das Bullhorn Lip Lift hat keinen negativen Einfluss auf die Nase oder dass sich die Form der Nase verändert. Man hat lediglich eine Narbe im unteren Nasenbereich, die hier an den Löchern und am Nasensteg entlang geht. Manchmal können die Narben auch etwas über diese Nase hinauskommen. Das sollte eigentlich nicht sein, weil das von dem Narbenverlauf sehr störend wäre. Eine Lippenvergrößerung mit Hyaluronsäure vergrößert wirklich die Lippe an und für sich. Man baut die Lippe wieder in der Inneren der Lippe auf. Ein Bullhorn Lip Lift schwingt nur die Lippe nach außen und dadurch hat sie optisch einen größeren Effekt. Man darf aber nie vergessen, dass ein Bullhorn Lip Lift nur dann gut ist, wenn die Oberlippe zu lang ist. Die Risiken eines Bullhorn Lip Lifts bestehen darin, dass die Narben zu lang werden, also dass sie auffällig werden, dass sie über die Nasenflügel hinausgehen, oder dass die Narben eben sehr auffällig werden, weil sie doch in einem zentralen Bereich sind und nicht so gut verdeckbar sind wie jetzt zum Beispiel bei einer Oberlidplastik.